Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Global Top 1000 Ranking. Und es ist gut möglich, dass das das letzte Ranking vor dem FEC 2026 Server ist, weil heute die Ankündigung kam und das heißt vermutlich in einem Monat es schon losgeht. Also ich persönlich gehe stark davon aus. Genau. Wir gucken uns erstmal wieder an, so ein bisschen allgemeine Sachen und dann vergleichen wir es vor allem mit dem letzten Mal und blenden auch die Server aus, die hier nur die Statistik verfälschen. Fangen wir an mit dem Demian-Server, dem koreanischen. Sie haben es mittlerweile geschafft, das Entry-Level in die Top 1000 auf 50 zu erhöhen. Das letzte Ranking war vom 21.02., also brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das immer noch erbärmlich ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es vorher war. Können wir uns später anschauen, wenn wir es vergleichen. Irgendwas mit 40, ich glaube es ist 41 oder ich glaube sogar 47. Genau. LaWolf weiterhin Spitzenreiter mit 200 Leuten auf Max-Level. Entry-Level in die Top 1000 ist einfach 181. Mein höchster Charakter ist einfach 181. Das heißt, obwohl ich mehrere Charakter auf 180 habe, beziehungsweise in der Nähe davon, wäre nur ein einziger meiner Charakter dort in den Top 1000. Das ist schon wirklich brutal. Ich meine, gut, ich level zwar jetzt auch nicht wirklich aktiv, aber trotzdem ist es relativ heftig. Genau, das waren eigentlich schon so mehr oder weniger die allgemeinen Dinge. Wenn wir uns alle Server angucken, ist weiterhin Ranger beliebteste Klasse, Knight Platz 2, Blade Platz 3, Elementor 4, Psykeeper 5, Billposter 6, Jester 7, unter Vorbehalt, dass man den Ringmaster komplett ausblendet. Also, da hat sich natürlich wenig geändert, aber ist ja auch klar, weil sich auf den Servern teilweise halt einfach recht wenig ändert. Also erstmal natürlich den koreanischen Server, der ist sowieso nochmal verfälscht, weil die Zahlen keinen Sinn ergeben, weil es ja nicht mal 1000 Level 60er gibt. Das heißt, manche Klassen profitieren halt stärker davon und andere werden umso härter bestraft, dass dieser Server existiert. Den auszublenden schadet auf jeden Fall schon mal nicht. Aber weiterhin hier Flarin und der japanische Server, Eintrittslevel Top 1000 ist immer noch 141, das ist gefühlt schon seit Monaten. Die müssen wir natürlich auch rauskicken, wenn wir hier ein halbwegs akkurates Ranking von wirklich aktiven Spielern haben wollen. Rises, genau das gleiche, Eintrittslevel Top 1000 ist 160 und das, obwohl das Update mittlerweile, und vor allem das letzte Update war Maximallevel 165, das war November, zumindest selber überlegen, 24, ne? Und das Update mit 166 plus ist November 25 und wir haben März 26. Also die Tatsache, dass es da noch keine 1000 Charakter auf Level 166 plus gibt, ist Wahnsinn. Der einzige Server, wo es tatsächlich fast unfair ist, den auszublenden, ist Mia, weil die haben zumindest Level 165, also die haben zumindest das alte Maximallevel von vor dem letzten Update. Allerdings muss man da dazu sagen, wie ich es gerade schon gesagt habe, naja, aber 165 ist jetzt halt auch schon über 1,5 Jahre alt. Oder ziemlich genau 1,5 Jahre alt. Als Maximallevel. Das heißt, ja, es ist natürlich deutlich besser als 141 oder 50. Aber, naja, es entspricht nicht den Anforderungen, die ich persönlich hier setze. Wo ich sage, wenn ein Server wirklich von sich behauptet, dass er aktiv gespielt wird, dann kann es nicht sein, dass da keine 1000 Charakter auf mindestens Level 166 sind. Und das sind eben leider nur die folgenden 6. LaWolf, Klarfahren und der Taiwan-Server in Asien und dann die europäischen Server Totemia und Borodeng und der amerikanische Server Mashpoi. Zeigt auch mal ganz gut, wieso die Spielerverteilung ist. Ne? 3 asiatische Server, 2 europäische, ein amerikanischer. Das zeigt auch ganz gut, wieso, wo Flive auch tatsächlich gespielt wird. Genau. Und wenn wir uns jetzt hier das Beliebtheitsranking angucken, auch da dürfte sich nicht viel geändert haben. Das sehen wir, wie gesagt, gleich. Knight immer noch Platz 1 mit einem ganz klappen Vorsprung vor Ranger. Dann Blade Platz 3. Dann tatsächlich Psykeeper aktuell auf Platz 4, Elementor Platz 5, Billposter Platz 6, Jester Platz 7. Wieder unter Vorbehalt, dass man den Ringmaster ausblendet. So, und dann gucken wir uns natürlich noch an, wie es letztes Mal war. Oh, okay. Ich hatte die Zahlen jetzt, wie gesagt, nicht mehr so genau im Kopf. Wir können auch mal kurz den koreanischen einblenden. Mich würde es interessieren. Oh mein Gott, die haben echt nur +1. Alter, das ist so crazy. Sorry. Genau. Ranger hat tatsächlich einen kleinen Zuwachs bekommen und Knight hat tatsächlich einige verloren. Ich frage mich nur, wo.
Aber tatsächlich ist es ziemlich ausgeglichen. 8 hier, 2 hier, 5 hier, 5 hier, 4 hier. Also tatsächlich relativ durch die Bank durch überall ein paar Spieler verloren. Lass mich raten, die haben wir wahrscheinlich überall bei Ringmaster zugewonnen. Ne, hier tatsächlich bei Psykeeper. Ja gut, Psykeeper hat ein bisschen dazu gewonnen, plus 7. Im Endeffekt haben alle dazu gewonnen, außer Knight, Blade und Jester. Und Jester hat sich kaum verändert. Ja, okay, es hat sich natürlich wenig getan, weil 24 ist natürlich schon relativ viel. Aber wie gesagt, zum letzten Ranking hat sich tatsächlich nichts verändert, außer dass es jetzt wieder sehr knapp ist zwischen Ranger und Knight. Letztes Mal war es nicht ganz so knapp. Genau. Maximallevel 160 sind aktuell 496 Leute, oder wobei, beinhaltet das jetzt die, die ich ausgeblendet habe? Nee. Genau, Maximallevel sind aktuell, jetzt passt, 545 Leute, 189 Leute haben im letzten Monat Maximallevel erreicht. Das wird jetzt wahrscheinlich zukünftig deutlich weniger werden, wenn jetzt wirklich der FEC-Server startet. Und ja, generell die Aktivitäten, diesen Rankings, wird jetzt natürlich stark abnehmen, wenn dann, wie gesagt, der FEC losgeht. Und vor allem nach dem FEC werden diese Zahlen hier unten, also die Gesamtverteilung, sehr interessant werden, weil wir dann halt wissen, wird sich Knight durchsetzen, langfristig als beliebteste Klasse, startet Ranger ein Comeback, startet vielleicht sogar Blade kein Comeback, weil Blade war nie die beliebteste Klasse in Flive Universe, aber er war es lange Zeit in Flive PC, zumindest in Europa und Amerika. Ja, wir werden sehen. Und wer setzt sich durch, Psykeeper oder Elementor? In der Gesamtübersicht ist Elementor vorne, in der aktiveren Serversicht ist Psykeeper vorne, also auch das könnte interessant werden. Ja, und auch nicht uninteressant tatsächlich so ein Battle ganz am Ende. Ich kann auch mal ausblenden hier. Tatsächlich ist auch ein bisschen toxisch, aber es muss gesagt werden. Es sind Daten, ne? Es ist ja nicht so, dass ich mir das hier irgendwie ausdenke oder so. Was ich mache, ist, ich interpretiere diese Daten. Aber die Daten an sich, die sind einfach hier. Weil manchmal werden Leute auch sauer, wenn ich darüber rede und zum Beispiel sage, Bill Poster ist fast genauso unbeliebt wie Jester oder so. Ja, aber ich meine, was soll ich sonst machen? Ich meine, es gibt 300 weniger Bill-Poster als Knights. Also ich meine, welche Schlussfolgerung sollte man sonst treffen? Dass Bill-Poster fast genauso beliebt ist wie Knight? Nee, das ist falsch. Es ist eher andersrum. Er ist extrem unbeliebt. Und meine persönliche Quintessenz, meine Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, ist, wenn Bill-Poster im PvP irrelevant wäre, oder eher irrelevant wie Jester zum Beispiel, dann wäre er wahrscheinlich 1:1 genauso unbeliebt. Und wie gesagt, ich meine, das sind einfach Zahlen, das sind Fakten letztendlich. Die kann man akzeptieren, muss man nicht, aber man kann halt auch nicht einfach sagen, dass das so nicht stimmt, weil ich meine, sicherlich, es ist immer noch mehr, es ist immer Kontext, ja, es gibt regionale Unterschiede, bestes Beispiel Ranger und Blade. Blade extrem beliebt in Europa und vor allem bei den Deutschen, Ranger extrem beliebt in Asien. Ja, es gibt natürlich immer wieder so Sachen, die man natürlich dazu sagen muss, aber dann gibt es halt auch einfach einen Unterschied von knapp 300 und das ist so viel, das kannst du halt nicht wegargumentieren mit, keine Ahnung, mit irgendwas. Da kannst du halt sonst was ausdenken, das ändert an der schlechten Zahl nichts. Genau, aber dieses Battle hier bei den beiden unbeliebtesten Klassen, aktuell Bill Poster vs. Jester, könnte interessant werden, weil ich persönlich bin der Meinung, dass Jester den größten Glow-Up durch Third Job hat, also zumindest von den Damage-Dealern auf jeden Fall. Also im Vergleich von vorher-nachher. Weil ich meine, bei Bill Poster und Knight und Blade und Ranger, klar, die haben auch alle irgendwo Buffs bekommen und sind stärker und haben neue Self-Buffs, mehr Damage etc. Klar, aber Jester hat halt als einziger, glaube ich, 3 bekommen und einer davon ist halt wirklich monumental krass. Und auch wenn die meisten davon keine 100% Uptime haben, haben sie trotzdem eine relativ hohe Uptime. Also der DPS von Jester ist schon, von Harlequin ist schon wesentlich besser als Jester. Und die Tatsache, dass er sowieso so unbeliebt ist und sowieso so wenige Leute ihn gespielt haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute hier zu Jester tendieren als Free-to-Play-Damage-Dealer-Option oder um einfach was Neues zu spielen, weil sie es noch nie gespielt haben. Ich meine, offensichtlich, wenn es so wenige Jester gibt, heißt das ja im Umkehrschluss, das haben auch die meisten Leute vielleicht noch nie oder schon lange nicht mehr gespielt. Und beim Bill-Poster sehe ich das halt irgendwie nicht. Ich meine, Bill-Poster hat immer dieses PvP-Ding für ihn laufen, wo man sagt, naja, die Leute spielen ihn immer wieder im PvP gerne. Das heißt, da wird er immer ein Stück weit relevanter bleiben als alle anderen, die jetzt hauptsächlich PvE sind.
Aber wenn er im PvE dafür komplett abdriftet, könnte es halt sein, dass trotz dieser PvP-Relevanz er insgesamt unter den Jester rutschen, beziehungsweise unter den Harlequin. Man muss hier wirklich spezifisch Harlequin sagen, weil Jester hat sich nicht verändert. Jester ist genauso Dogshit wie vorher. Es ist Harlequin, der deutlich stärker ist als vorher. Genau. Ja, aber es bleibt interessant auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, wie gesagt, ob das nächste Ranking... Ich meine, wenn der FEC jetzt wirklich Ende April startet, dann wird wahrscheinlich vorher auf jeden Fall noch ein Ranking kommen. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Genau. Also ansonsten kommt es halt nach dem FEC und dann wird das FEC-Ranking halt relativ kurz beziehungsweise uninteressant ausfallen, weil die Leute da gerade erst angefangen haben zu spielen. Da kann man da natürlich nicht viel zu sagen. Aber ja, den FEC werden wir natürlich auch weiter begleiten mit diesem Ranking und uns dann entsprechend angucken, wie sich das Ganze da entwickelt. Das wird auch interessant zu sehen sein, eben mit Level 190, weil 160 und 66, das ging, oder beziehungsweise 65, ging wirklich extrem schnell. Da waren wir innerhalb von kürzester Zeit bei 1000 Maximallevel-Spielern und so und dann konnte man schon wirklich nicht mehr so viel rauslesen, weil man wusste, es gibt wesentlich mehr als 1000 Charakter auf Maximallevel. Das wird diesmal hoffentlich ein bisschen länger dauern und damit auch ein bisschen besser verfolgbar sein, so die Timeline quasi, wie sich das Ganze entwickelt. Also vielleicht ist zum Beispiel am Anfang, im ersten Monat, Blade beliebter, dann Knight, dann Elementor, keine Ahnung. Das wäre so eine coole Entwicklung, die ja dann auch nicht abrupt nach einem Monat endet, weil alle Leute Maximallevel sind, sondern 190, wie gesagt, vielleicht ein bisschen länger dauert und dann hat man vielleicht so eine Entwicklung von 1, 2, 3 Monaten und kann das auch nochmal miteinander vergleichen, wie sich das so im Laufe des Levels verändert hat. Also wo die Leute vielleicht dann auch einfach aufhören, zum Beispiel mit Elementor zu leveln und mit Psykeeper und dann nur noch die Schwitzer weiter leveln, also die Leute, die zwingend Maximallevel wollen, aus welchem Grund auch immer und so weiter. Das könnte dann auch noch sehr interessant werden. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Das hier ist übrigens das Hero 180 Symbol. Also sollte es zumindest sein. Das ist ein S mit einem goldenen Hintergrund. Also das haben bisher erst sehr wenige Leute erreicht, aber das ist wohl das neue Symbol. Ich weiß nicht, wofür das steht. Vielleicht für Superhero. Keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen goofy. Ich hätte mir tatsächlich mehr andere Farben gewünscht, vor allem auch einfach die OG-Farben. Also ich verstehe nicht ganz, warum sie bei den Hero-Symbolen mit Blau und Pink gegangen sind. Die gibt es halt als Master-Symbol nicht. Aber eigentlich wäre es ja cool gewesen, das Hero-Symbol auch in den verschiedenen OG-Farben zu haben. Vor allem in dem Master Gold zum Beispiel könnte ich mir das Hero auch sehr gut vorstellen. Oder dass man sich vielleicht auch einfach eine Farbe aussuchen kann von den bestehenden. Aber sie haben einen anderen Weg gewählt. Sie haben jetzt einfach ein S hinzugefügt. Und ja, wie gesagt, das könnte Superhero bedeuten. Aber ich habe keine Ahnung. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Habe ich schon gesagt, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein, schaut im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und ciao, ciao.